Glaube besteht darin, dass man das für wahr hält, was der Verstand nicht begreifen kann. Ehemals sagten gewisse Leute, ihr glaubt, weil wir es euch befohlen haben, unbegreifliche, kontradiktorische, unmögliche Dinge. Tut also auch, weil wir es euch gebieten, ungerechte Handlungen. Voltaire, dessen eigentlicher Name François-Marie Arouet lautete, geboren 1694 in Paris, hat im Laufe seines Lebens eine unvorstellbare Menge an Texten produziert. Darunter 20.000 Briefe, Gedichte, Satiren, über 40 Dramen und Opernlibretti, Romane und Erzählungen sowie natürlich Abhandlungen und Artikel zu allen möglichen gesellschaftlichen und philosophischen Themen. Voltaires Rolle in der Öffentlichkeit war, zumindest was Frankreich betrifft, beispiellos. Er war erfolgreicher Autor, beliebter Gast beim Adel, in seinem Schreiben so provokativ, dass es ihm nicht nur einen Gefängnisaufenthalt einbrachte, war Kammerherr am Hof von Friedrich dem Großen, überwarf sich mit diesem, wer kann schon von sich behaupten, sich im Laufe seines Lebens mit einem König überworfen zu haben, beteiligte sich an einer der wichtigsten frühen Enzyklopädien der Weltgeschichte und er bestellte, wie er es auch von seinen Lesern verlangte, gegen Ende seines Lebens seinen eigenen Garten. Mit seiner Kritik an Absolutismus und Feudalherrschaft sowie der weltanschaulichen Vormachtstellung der katholischen Kirche gilt er heute als Wegbereiter der Französischen Revolution. So verwundert es auch nicht, dass manche in Bezug auf das 18. Jahrhundert vom Jahrhundert Voltaires sprechen. Alles in allem kann man vermutlich sagen, würde seine Lebensgeschichte ein 1A-Biopic abgeben. Tatsächlich beschreibt die Anekdote zu seinem ersten Gefängnisaufenthalt ganz gut, wie getrieben Voltaire in seiner Arbeit war, wenn die 20.000 Briefe dazu noch nicht gereicht haben. Und zwar trug Voltaire 1716 am Hof eines Sohnes Ludwig XIV. Ein satirisches Gedicht vor, in dem er auf Gerüchte über ein inzestuöses Verhältnis von Philippe von Orléans, Regent von Paris, mit seiner eigenen Tochter anspielte. Dieser erfuhr davon und verbannte Voltaire aus Paris. Erst nach vielen Monaten konnte er zurückkehren und tut was? Er schreibt ein weiteres Gedicht, in dem er wieder über die besagte Tochter herzieht. Daraufhin landet er im Mai 1717 für 11 Monate in der Bastille, wo er wiederum seine erste Tragödie Ödipe fertigstellt, in der es um den Ödipus-Mythos und damit wieder auch um Inzest geht. Die Aufführung des Stücks war ein großer Erfolg und bei der Premiere waren sowohl Philippe von Orléans als auch seine Tochter anwesend, die zu diesem Zeitpunkt schwanger war. Wow! Voltaires Denken und Wirken war geprägt von einer Ablehnung gegenüber dem Fanatismus und Absolutismus, egal ob in Kirche oder Staat. Seine späteren Briefe unterschrieb er oft mit der Formel Écrasez les femmes, zermalmt das Niederträchtige. Wobei mit dem Niederträchtigen zwar in erster Linie die Kirche, aber auch so ziemlich alles andere gemeint war, was dem aufgeklärten Denken entgegenstand. Etwa Aberglaube, Intoleranz und religiöser Fanatismus. In seinem Traktat über die Toleranz fordert Voltaire 1763 eine Verständigung der verschiedenen Religionen untereinander. Grob beschrieben ist seine Begründung dafür so einfach wie einleuchtend. So könnte man Voltaires Stil vielleicht auch im Allgemeinen beschreiben, dass er sich nämlich um die Gefahren für das menschliche Dasein in Form von Krankheit und Tod sorgte und meinte, wir sollten uns darüber hinaus nicht auch noch in Glaubensfragen bekriegen. Der Konflikt zwischen Religion und Aufklärung hatte in Voltaires Denken und Schreiben generell eine prominente Rolle. Voltaire glaubte zwar selbst aus Vernunftgründen an Gott, es gibt nach ihm keine andere Erklärung für die Schönheit und Regelhaftigkeit der Welt, und an eine durch Gott geordnete Welt, meinte aber nicht, dass Gott in einem für uns verständlichen, wahrnehmbaren Sinne in die Welt eingreife. Ein Punkt, der ihn aus heutiger Sicht so wichtig für das aufklärerische Projekt macht, war seine Kritik an der Theodizee, also an der Vorstellung eines gerechten Gottes angesichts einer ungerechten Welt. Im Gegensatz zur Kirche und auch zu vielen anderen Denkerinnen und Denkern seiner Zeit war Voltaire nicht der Ansicht, dass man schreckliche Ereignisse der Menschheitsgeschichte durch den Verweis auf einen höheren Willen wegdiskutieren könne. Als 1755 das Erdbeben von Lissabon 60.000 Menschen in den Tod reißt, meinten viele Kirchenväter, es handle sich um eine gerechte Strafe Gottes für die Sünden der Menschen. Voltaire hingegen verfasst einige Jahre später den Roman Candide, in dem er die Absurdität dieser Vorstellung herausstellt. Und zwar, indem er einem Charakter, den ein Unglück nach dem anderen ereilt, einen Theologen zur Seite stellt, der für jedes der Unglücke eine metaphysische Erklärung bietet, die darauf hinausläuft, dass alles Unglück dieser Erde im Sinne eines allumfassenden Planes schon seine Richtigkeit habe. Diese Art ironisch bissiger Blick auf in seinen Augen idiotische Glaubenssätze findet sich überall in seinem Werk.
So endet Candide oder der Optimismus, nachdem der besagte Theologe trotz allem Unglück, das in der Erzählung geschehen ist, wieder darauf besteht, dass all die Ereignisse doch ihren Sinn hätten, damit, dass Candide nur noch antwortet: Vollkommen richtig, aber wir müssen unseren Garten bestellen. Damit bietet Voltaire in der gemeinsamen, banalen häuslichen Arbeit den einzigen, resignierten Ausweg aus der unerträglichen Unverbesserlichkeit der Menschen. Ein wichtiger Ausgangspunkt war in Voltaires Denken eben solch ein, in seinen Augen, unverbesserlicher. Der christliche Philosoph Blaise Pascal, an dem er sich immer wieder abarbeitete. In Christentum und Aufklärung, Voltaire gegen Pascal, schreibt Kurt Flasch, dass sich die Auseinandersetzung von Voltaire mit Pascal als roter Faden lesen lässt, an dem sich die Auseinandersetzung zwischen Christentum und Aufklärung beobachten lässt. Ein Beispiel dafür ist die Metapher des Lebens als Strafkolonie, die sowohl Pascal als auch Voltaire nutzen, nur in einer völlig anderen Deutung. Pascal meint, das Leben sei nichts weiter als eine Strafkolonie, in der die Menschen vor den Augen anderer Menschen nacheinander erwürgt werden. Leiden wird hier zum natürlichen Zustand des Menschen. Voltaire dagegen meint, die Strafkolonie sei nichts Metaphysisches, sondern etwas Politisches. Das Elend des Lebens entsteht nach ihm daraus, dass einige Menschen etwas erleiden, was andere nicht erleiden, also aus weltlichen, rechtlichen Ungerechtigkeiten. Voltaire sagt, es ist nicht das natürliche Schicksal des Menschen, angekettet zu sein und erwürgt zu werden. Was besonders wichtig ist an dieser Umdeutung des Sprachbildes, ist natürlich Folgendes. Im Bild von Voltaire ist Veränderung möglich. Die Strafkolonie kann umgedeutet und verändert werden. Der Mensch ist nicht, wie in damaligen Vorstellungen des Christentums, seinem Schicksal unterworfen. Ein weiteres gutes Beispiel für seine Auseinandersetzung mit dem Konflikt zwischen Christentum und Moderne liefert Voltaire mit seinem Gedicht Le Mondaine, das er 1736 schrieb. Darin formuliert Voltaire eine ironisch gebrochene Verteidigung eines luxuriösen Lebensstils, des Überflüssigen und Neuen. Adam und Eva sind hier bemitleidenswert, da sie noch nicht von den späteren Errungenschaften der Zivilisation profitieren konnten, und die Seligkeit des Paradieses mag nach Voltaire nett gewesen sein, hat aufgrund fehlender Sanitäranlagen aber sicher nicht gut gerochen. Gebt mir zu, dass ihr alle beide lange Fingernägel hattet, etwas schwarz und schmutzig, die Haare wenig geordnet, der Teint gebräunt, die Haut verschmutzt und verwittert. Ohne Sauberkeit ist die glücklichste Liebe keine Liebe mehr, sondern ein schändliches Bedürfnis. Nach Kurt Flasch findet sich in dem Gedicht eine ganze Gesellschaftsanalyse, die den luxusorientierten Lebensstil der Großstadtbewohner mit der Rhetorik fanatischer religiöser Strenge kontrastiert, die häufig von denselben Personen genutzt wurde. Wieder finden wir hier die Analyse der gesellschaftlichen Widersprüche im Rahmen von Satire und ironischen Schriften. Das zitierte Gedicht kam damals übrigens gegen Voltaires Willen an die Öffentlichkeit und, ein weiterer Hinweis auf Voltaires Ausnahmestellung als öffentlicher Intellektueller, wurde in kürzester Zeit abgeschrieben und verbreitete sich in den literarischen Salons in Paris. Wie man sich denken kann, waren Schriften dieser Art damals nicht ungefährlich. Nach der Veröffentlichung floh Voltaire deswegen nicht zum ersten Mal aus Paris. 1734 veröffentlichte Voltaire die Philosophischen Briefe, auch Briefe aus England genannt. Er war auch hier im Exil, weil er es sich mit dem königlichen Hof verdorben hatte. Neben seiner Kritik an Kirche und Religion spricht er sich in den Briefen vor allem für transparente Gesetze und die Gewaltenteilung aus. Verbrennt eure Gesetze und macht deren neue. Woher die neuen nehmen? Aus der Vernunft. Für Voltaire war klar, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sein müssten. Er setzte sich gegen die unterschiedlichen Rechte von Monarchen, Adel und normalen Bürgern ein. Bei all dem war er Anhänger der konstitutionellen Monarchie, also einer Staatsform, die zwar einen König hat, der aber in seinen Rechten beschränkt ist. Auch hier können wir sehen, dass sich Voltaire gegen das Extrem in Form eines absoluten Herrschaftsanspruchs richtet. Der größte Teil der Menschen in Europa war, wie sie noch in mehreren Teilen des Nordens sind, eine Art Vieh, das man mit dem Land kauft und verkauft. Es braucht Jahrhunderte, um der Menschheit Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, um zu merken, dass es schlecht ist, wenn der Großteil säet und die Minderheit erntet. Voltaires Schlüsselrolle in der Geschichte der Aufklärung besteht darin, dass er die Vorstellung von einer führenden sozialen Rolle des Philosophen und dem Fortschritt durch Philosophie aufgriff und zu einer kohärenten Erzählung zusammenfügte. Schreibt Damien Tricoire in seinem Buch Die Aufklärung und bezieht sich darauf, dass Voltaire auch als Erfinder eines neuen Genres in Philosophie bzw. Literatur und Geschichte gilt, der Geschichtsphilosophie. Der Gedanke hinter dieser Art von Schriften ist, dass sie zum Fortschritt beitragen sollen, indem sie Barbarei und Fortschritt im Laufe der Jahrhunderte aufzeigen.
In seinem Essai sur les mœurs et l'esprit des nations verfasst Voltaire eine umfassende Geschichtserzählung als Zusammenwirken irdischer Kräfte und Entwicklungen, die die menschliche Historie als Gesamtbild begreifbar machen soll. Dabei steht Voltaire zwar durchaus hinter der optimistischen Vorstellung, dass es im Laufe der Geschichte immer wieder technische und wissenschaftliche Fortschritte gibt, die die Menschen weiterbringen, er meint aber auch, dass zu seiner Zeit etwa Frankreich gerade erst aus der Barbarei entkommen sei und dass dies auch nur für einen kleinen Teil der Menschen im Land gelte. Er will deshalb, dass der intellektuelle, der schreibende Teil der Bevölkerung seinen Teil zur Zivilisierung der Zeitgenossen beiträgt, was er wohl auch als seine eigene Aufgabe sah. Er meinte dabei ganz unbescheiden, er könne den Zivilisationsgrad eines Landes danach abschätzen, wie sehr das Denken der dortigen Eliten seinen eigenen Überzeugungen ähnelt. Die historische Vision der Entfaltung der Aufklärung gegenüber einer barbarischen Welt, die wir oft heute noch so vorfinden, hat Voltaire maßgeblich mitgeprägt. Beenden wollen wir das Video mit einer Frage, denn wenn uns etwas vor dem Fanatismus bewahrt, dann ist es wohl die Frage. Meine Frage an euch ist diesmal etwas allgemeiner und mich würde wirklich sehr eure Perspektive dazu interessieren, weil ich die Diskussion in letzter Zeit selbst das eine oder andere Mal hatte. Glaubt ihr, dass Schriftstellerei oder Kunst im Allgemeinen die Welt verändern kann? Einen signifikanten Einfluss auf den Verlauf unserer Geschichte haben kann? Das Beispiel Voltaires scheint dafür zu sprechen, aber wer kann schon sagen, ob die Welt ohne ihn wirklich eine andere gewesen wäre? Man könnte auch an Musik denken, die gesellschaftliche Bewegungen begleitet hat, etwa die Musik der 60er und 70er Jahre. Waren John Lennon, Janis Joplin, Bob Dylan etc. nur eine Begleitung oder waren sie signifikant für die damaligen sozialen Bewegungen? Hinterlasst mir eure Gedanken dazu in den Kommentaren und wir sehen uns das nächste Mal wieder.